Wo findet die Energiewende statt? Auf dem Dach? Ja, auf diesem Hoteldach. Hier sind gute 1000 Solarmodule, die über 1000 Kilowattstunden herstellen pro Tag. Zum Vergleich, ich brauche für einen 4-Personen-Haushalt 4000 Kilowattstunden pro Jahr. Aufgebaut und hergestellt hat diese Anlage die Firma Solarwatt. Und die bezeichnen sich als Sektorenkoppler. Die bringen Elektrizität, Mobilität und Wärme zusammen. Und wer mir mehr zur Sektorenkopplung erzählen kann, ist der Peter. Du bist Strategiechef bei Solarwatt. Was hat es mit der Sektorenkopplung auf sich? Die Sektorenkopplung ist ein unheimlich wichtiges Thema gerade. Wir haben 16 Millionen Einfamilienhäuser in Deutschland, wo gerade mal 3 Millionen davon eine Photovoltaikanlage haben. Das heißt, wir haben unheimlich Potenzial, Photovoltaik zu installieren. Das andere ist, wir wollen 15 Millionen Elektrofahrzeuge in Deutschland auf die Straßen bekommen und wir wollen 6 Millionen Wärmepumpen in Deutschland installieren. Und das, was wir eben hier tun, ist komplette Energiesysteme, angefangen vom Modul, über Speicher, über Wärmepumpe, Elektromobilität, also all die Sektoren, Strom, Wärme, Mobilität zusammenzubringen und als ganzheitliche Energielösung unseren Kunden zur Verfügung zu stellen. Und ich darf jetzt in die Produktion, aber natürlich nur mit Stahlkappen und zusammen mit Jürgen. Du bist seit 2005 schon dabei, genau. Leitest unter anderem die Ausbildung. Ja. Mal gucken, was du mir heute beibringst. Wie viele Module pro Tag stellt ihr her? Also das sind ca. 2000 Module am Tag, die wir herstellen. In 3 Schichten arbeiten wir und davon sind jetzt pro Modul 120 solcher Zellen drin. Also das ist schon eine ganze Menge, was dann hier durchgeschleust werden muss und die Taktrate muss dann einfach stimmen. Ne? Jetzt arbeitet ihr mit Glas-Glas-Modulen. Ja. Was steckt dahinter? Wieso Glas-Glas? Naja, die Zellen sind halt sehr fragil, hat man ja gesehen. Ne? Die können sehr leicht zerbrechen. Man muss auch sie auf jeden Fall gegen Umwelteinflüsse schützen. Deshalb kommt vorne immer grundsätzlich ein Glas drauf auf Solarzellen. Also jedes Modul hat vorne auf jeden Fall ein Glas. Die Kunst ist es jetzt aber, die Zellen so einzubetten, dass sie wirklich richtig langlebig eingebettet werden. Aber wieso Glas? Ist Glas nicht? Glas ist auf jeden Fall gegen Umwelteinflüsse der sicherste Werkstoff. Jeder Kunststoff altert und Glas altert in dem Zuge nicht so sehr. Und ist da wesentlich langzeitstabiler. So im Durchschnitt packen sich normale Einfamilienhäuser ca. 30 von diesen Modulen aufs Dach. Das heißt, das sind so ca. 50 Quadratmeter. Das ist gar nicht so viel. Das gibt ein normales Einfamilienhaus her. Und dann geht es ein bisschen weiter. Wir können ja mal hier rüber gehen. Dann kommt eine Batterie noch mit dazu. Das ist jetzt unsere Battery Flex, die wir hier auch am Standort herstellen. Wer speichert das dann? Wie viel braucht denn so ein normales Haus über Nacht? Also wenn ich so ein 4-Personen-Haushalt mal ausgehe, was brauchen die? Also normalerweise rechnen wir damit, dass so ein normaler Personenhaushalt so 7 bis 10 Kilowattstunden braucht. Und damit kann man locker über die Nacht drüber kommen und man treibt damit seine Autarkie einfach sehr, sehr weit nach oben. Kann ich da auch mein Auto noch mit aufladen? Tatsächlich mache ich das zu Hause bei mir. Also ich habe das. Also ich habe daneben dann noch eine Wallbox, wo mein Elektroauto angestöpselt ist. Und ich muss zugeben, meine Batterie ist noch deutlich größer, weil einfach, wenn man in der Branche arbeitet oder auch generell unsere Kunden wollen das Thema Autarkie dann wirklich auch leben. Ist Autarkie das höchste Ziel, wenn ich sowas mir anschaffe? Das kommt ja ein bisschen drauf an. Wenn man mit den Endkunden am Anfang spricht, dann geht es um das Thema Wirtschaftlichkeit. Und da bringt so eine PV-Anlage, die bringt einfach schon unheimlich viel Wirtschaftlichkeit. Also nur mal als Beispiel, wenn ich den Strom vom Dach ziehe, dann kostet der mich weniger als 10 Cent. Wenn ich aber den Strom aus der Steckdose ziehe, dann kostet der mich mittlerweile 40 Cent. Das heißt, da habe ich schon mal 30 Cent Delta. Ich bin jetzt im Labor bei Dietmar. Du bist Werkstoffwissenschaftler. Also du testest das Material mal so richtig. Und was stellen wir heute an? Wir machen heute einen Hagelschlagtest, aber bevor wir das machen, musst du natürlich einen Schutzbrett aufsetzen. Na gut, dann mal her damit. Und es macht natürlich auch viel Freude, was kaputt zu machen, aber mal schauen, ob wir das hinkriegen. Weil die sind dann immer ein kleines Stück zu groß. Und die haben ja so eine Kante noch, wo die quasi zusammengefügt sind. Kannst du mal probieren, wir haben genügend da, wir können genügend Versuche machen. Schon noch nicht gesehen, ne? Hagelkornproduktion. Das ist auch ein Novum heute. Und? Passt. Zack. Drin. Schuss. Einfach drauf. Ja. Also ich erschreckt dabei. Und da geht jetzt irgendwann gewöhnst du dich dran. Und da geht jetzt nichts kaputt. Mit welcher Geschwindigkeit ist das jetzt rausgeflogen ungefähr? Mit ca. 100 Kilometer pro Stunde. Und das ist eine realistische Messung, wenn Hagel runterkommt? Ja, wenn es immer wärmer wird wie heute, dann kann es ja abends mal ein Gewitter geben. Gegebenenfalls mit Hagelkörnern. Und die Hagelkörner werden auch nicht kleiner, sondern größer.
dann muss das Modul das halten über 30 Jahre. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Privathaushalte geredet. Wie sieht es denn mit der Sektorenkopplung in der Industrie aus? Da geht's auch richtig los jetzt gerade. Wir merken, dass auch diese Betriebe immer mehr auf CO2-Neutralität setzen. Das heißt, es gibt sehr, sehr viele Betriebe, die auch Richtung Elektromobilität gehen. Das heißt, da wird die Photovoltaik auch mit Wallboxen und so weiter verbunden. Und damit haben wir da auch die Sektorenkopplung und auch das ganze Thema Wärme, Wärmepumpen im größeren Maßstab und so weiter spielt dort genauso eine Rolle. Das heißt, der Markt wächst auch. Da brummt die Bude bei euch. In der Tat, im Moment ist eine Menge los, aber ganz ehrlich, wir haben es uns auch ein bisschen verdient, weil Photovoltaik war nicht immer einfach. Wir haben aber schon viele, viele Jahre auf das Thema Sektorenkopplung gesetzt und jetzt kommt es wirklich in der Masse, kommt das Thema jetzt an und da freuen wir uns drauf, dass wir das die nächsten Jahre machen können.